Elon Musk verkleidet sich als Obdachloser, um einen Kaffee zu probieren. Was dann geschah, war überraschend. Der visionäre Milliardär hinter Tesla und SpaceX war dabei, ein ungewöhnliches Experiment durchzuführen. Etwas völlig anderes als seine technologischen Innovationen. Diesmal ging es ihm nicht darum, eine neue Erfindung zu entwickeln oder den Weltraum zu erforschen, sondern ein grundlegendes Element menschlicher Interaktionen zu verstehen. Den Einfluss des äußeren Erscheinungsbildes darauf, wie Menschen behandelt werden. Jahrelang hatte Elon Geschichten darüber gehört, wie vorschnelle Urteile soziale Beziehungen beeinflussen. Er war schon immer fasziniert von der Vorstellung, dass eine einfache Begegnung mehr über den menschlichen Charakter verraten könnte als jede technologische Errungenschaft. Getrieben von dieser Neugier beschloss er, sich in die Rolle eines ganz normalen Menschen zu versetzen. Jemand, der leicht übersehen oder unterschätzt wird. Am Morgen des Experiments veränderte Elon sein Erscheinungsbild komplett. Er zog eine weite abgenutzte Jacke an, eine zerrissene Jeans und Schuhe, die so alt waren, dass die Sohlen kaum noch hielten. Um die Verkleidung zu perfektionieren, setzte er sich einen falschen Bart und Schnurrbart auf und zog eine Mütze tief ins Gesicht. Als er sich vor dem Verlassen des Hauses im Spiegel betrachtete, erkannte er sich selbst kaum wieder. Ein Gefühl aus Nervosität und Aufregung machte sich in ihm breit. Zum ersten Mal seit Jahren würde er nicht als Magnat wahrgenommen werden, sondern einfach als einer von vielen in der Stadt. Sein Ziel war das Heaven Brew Coffee, ein Café, das für seine gemütliche Atmosphäre und erschwinglichen Preise bekannt war. Aber Elon wollte wissen, wurde hier wirklich jeder gleich behandelt oder nur jene, die bestimmten Erwartungen entsprachen? Während er durch die belebten Straßen lief, begann er am eigenen Leib zu spüren, was es bedeutete, unsichtbar zu sein. Menschen wichen seinem Blick aus, einige wechselten die Straßenseite, beschleunigten ihre Schritte oder murmelten etwas, wenn sie ihn sahen. Viele hielten ihn für einen Obdachlosen und fällten ihr Urteil ohne zu zögern. Jede dieser Reaktionen verstärkte nur seine Neugier. Wie oft wird jemand ignoriert, ohne dass man auch nur seine wahre Geschichte kennt? Als er schließlich das Café erreichte, begann es zu regnen, was die Szenerie noch melancholischer wirken ließ. Er blieb für einen Moment vor der gläsernen Eingangstür stehen und beobachtete die warme Atmosphäre im Inneren, doch dann stieß er auf sein erstes Hindernis. Kaum hatte er versucht einzutreten, wurde er von Markus, dem Sicherheitsmann des Cafés, aufgehalten. Markus war ein kräftig gebauter Mann mit strengem Blick, der Menschen offenbar in Sekundenbruchteilen einschätzte. »Das hier ist nichts für dich, Kumpel«, sagte er und streckte den Arm aus, um ihm den Weg zu versperren. Elon blieb ruhig und antwortete, »Ich möchte nur einen Kaffee.« Markus lachte kurz auf, als wäre die Idee absurd. »Einen Kaffee? Bist du sicher, dass du dir das leisten kannst?« Ohne ein Wort zu verlieren, zog Elon ein paar zerknitterte Geldscheine aus seiner Jackentasche und hielt sie dem Sicherheitsmann hin. »Ich habe Geld, ich hätte gern einen Cappuccino.« Nach einem Moment des Zögerns seufzte Markus und ließ ihn passieren. »Na schön, aber mach keinen Ärger.« Kaum hatte Elon das Café betreten, spürte er den Kontrast zwischen der warmen Luft drinnen und der Kälte draußen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und ofenwarmen Kuchen erfüllte den Raum. Das sanfte gelbliche Licht machte die Atmosphäre einladend, aber nicht für ihn. Misstrauische Blicke folgten ihm, als er sich zum Tresen begab. Dort standen zwei Mitarbeiter, Lukas, ein junger Mann mit freundlichem Lächeln, und Vanessa, eine Angestellte, die müde wirkte und wenig Lust auf ihren Job zu haben schien. Lukas sprach als erster, »Hallo, was darf ich Ihnen heute zubereiten?« fragte er gut gelaunt. Bevor Elon antworten konnte, verdrehte Vanessa genervt die Augen und murmelte etwas, das deutlich zu hören war. »Das kann doch nur ein Scherz sein.« Elon ignorierte den Kommentar. »Einen Cappuccino, bitte«, sagte er und reichte Lukas das Geld. Während der junge Mann sich sorgfältig an die Zubereitung machte, scrollte Vanessa weiter auf ihrem Handy und seufzte ungeduldig. Der Unterschied zwischen den beiden war unübersehbar. Lukas schien Freude an seiner Arbeit zu haben, während Vanessa offenbar lieber woanders wäre. Als er den Cappuccino überreichte, lächelte Lukas und sagte, »Hier bitte, ich hoffe, es schmeckt Ihnen.«
Elon bedankte sich und suchte sich einen Platz in einer Ecke am Fenster. Dort begann er alles um sich herum zu beobachten. Die nächste Stunde verbrachte er damit, seinen Cappuccino zu trinken und die Interaktionen im Café zu analysieren. Er sah, wie Lucas verschiedene Kunden bediente, jeder mit seinen eigenen Bedürfnissen. Ein eiliger Mann bestellte einen Kaffee zum Mitnehmen und warf fast seinen Becher um, als er ging. Ohne zu zögern, bot Lucas ihm einen neuen an, ohne etwas zu verlangen. Kurz darauf kämpfte eine ältere Dame damit, das Menü zu verstehen. Vanessa antwortete ungeduldig und kurz: „Es steht alles auf der Tafel, einfach lesen." Die Frau, sichtbar unwohl, trat zurück, aber Lucas griff freundlich ein. „Kann ich Ihnen helfen, Madame? Heute haben wir Schokoladen, Karotten und Zitronenkuchen. Mögen Sie einen davon?" Die ältere Dame lächelte erleichtert und gab ihre Bestellung auf. Elon beobachtete jede Interaktion aufmerksam. Jede Geste und jedes Wort bestärkten seine Wahrnehmung, dass Lucas das wahre Wesen des Ortes war. Vanessa hingegen schien sich der negativen Auswirkung ihrer Haltung nicht bewusst zu sein. Ihre übertriebenen Seufzer, kurzen Antworten und mangelnde Aufmerksamkeit schufen eine unangenehme Atmosphäre. Als er seinen Cappuccino beendet hatte, ging Elon zum Tresen und näherte sich Lucas, der den Tresen mit Hingabe abwischte. „Du bist eine bewundernswerte Person", sagte Elon mit einem ehrlichen Lächeln. Lucas war überrascht, antwortete aber höflich: „Danke, Sir." Elon zog eine elegante Visitenkarte aus seiner Tasche und reichte sie Lucas. „Rufen Sie morgen diese Nummer an. Ich möchte Ihnen helfen." Lucas nahm die Karte und als er den gedruckten Namen las, weiteten sich seine Augen. „Elon Musk?", rief er ungläubig aus. Vanessa, die bemerkte, was gerade geschah, hob endlich ihren Blick zu Elon. „Ist das ein Scherz? Warum sollte er Ihnen helfen?", sagte sie spöttisch. Elon sah sie einen Moment lang an, bevor er antwortete: „Weil Freundlichkeit selten ist. Vielleicht solltest du es mal ausprobieren." Lucas, noch immer geschockt, bedankte sich gerührt. Am nächsten Tag rief er die Nummer an und wurde zu einem Vorstellungsgespräch bei Tesla eingeladen. Obwohl er nervös war, fühlte er sich auch entschlossen. Während des Gesprächs sprach er über seine Leidenschaft für Automobiltechnik und wie er im Café arbeitete, um seine Familie zu unterstützen, während er studierte. 2 Tage später rief Elon persönlich mit der großartigen Nachricht an: „Herzlichen Glückwunsch, Lucas, du bist eingestellt, komm zu uns." Diese Gelegenheit veränderte sein Leben völlig. Er konnte aus dem gefährlichen Viertel, in dem er lebte, wegziehen, seiner Mutter ein besseres Leben bieten und endlich seinen Traum verwirklichen, in der Automobilindustrie zu arbeiten. Vanessa hingegen musste sich mit den Konsequenzen ihres Verhaltens auseinandersetzen. Ihr Verhalten wurde von ihren Vorgesetzten bemerkt und sie wurde in eine andere Filiale versetzt, weit entfernt vom belebten Zentrum. Für Elon war dieses Experiment mehr als nur ein sozialer Test. Es bewies, dass Freundlichkeit, Respekt und Empathie die Macht haben, Leben zu verändern. Selbst in einer hochgradig wettbewerbsorientierten Welt gibt es immer noch Menschen wie Lucas, die das schätzen, was wirklich zählt. Und jedes Mal, wenn er am Heaven Brew Coffee vorbeiging, erinnerte sich Elon an den Tag, der nicht nur Lucas' Leben veränderte, sondern auch eine wertvolle Lektion verstärkte. Das Aussehen kann täuschen, aber die Taten offenbaren immer die Wahrheit darüber, wer wir sind. Behandle alle mit Respekt, denn der erste Eindruck zeigt nicht immer, wer die Person wirklich ist. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein „Gefällt mir" und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.